Ich habe heute eine schlechte Nachricht für euch. Die Mantis Guild von Assassin's Creed Valhalla, wo ich auch Mitglied bin, wird es bald nicht mehr geben. Wieso das Ganze vor der Celebration passiert, was die Gründe sind und was meine Meinung dazu ist, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Ihr wisst ja, auf diesem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed Lore, News und Guides und seit dem letzten Jahr bin ich nun auch Teil der Mantis Guild von Assassin's Creed Valhalla. Das Ganze ist ja ein Programm von Ubisoft, welches die Mitglieder der Community unterstützen soll, die sich für die Spielereihe einsetzen. Die Experten sind in Assassin's Creed, die Inspiration bringen in der Community, die einfach Passion zeigen, in welcher Form auch immer. Und man hat dadurch einfach viele Vorteile bekommen in dieser Mantis Guild. Early Access zu DLCs, einen direkten Draht zu Ubisoft. Wir haben eine eigene Waffe erstellt für Assassin's Creed Valhalla. Wir hatten Workshops mit Ubisoft. Und das sind nur ein paar Beispiele, die ich nenne. Aber wenn ihr wissen wollt, was es da noch so alles gibt, checkt gerne das Video hier oben ab. Doch das hat ab dem 13. Juli ein Ende. Ab dem 13. Juli wird es keine Mantis Guild mehr geben und auch keine Delta Company von Ghost Recon und auch keine Rainbow Six Champions für Rainbow Six. Und das Ganze hört wirklich ab dem 13. Juli auf. Ubisoft stand uns natürlich Rede und Antwort, als das Closing verkündet wurde, also die Beendigung der Mantis Guild. Und wir schauen uns an, warum die Mantis Guild dann letztendlich geschlossen wird. Außerdem haben sie uns einen Ausblick gegeben, was danach kommt. Denn es wird etwas geben, aber es wird keine spezialisierte Gruppe sein wie die Mantis Guild. Das wird es nie wieder geben. Und bevor ich euch mitteile, warum die Mantis Guild geschlossen wird, muss ich einfach mal großes Danke sagen an die Community Manager aus dem deutschsprachigen Raum, Benny, Mel, Alina, mit denen ich zumindest am meisten Kontakt hatte. Die haben so viel Arbeit dort reingesteckt in das ganze Projekt, so viel Kreativität, so viele Fragen beantwortet, wirklich sehr viele Fragen beantwortet. Da bin ich unglaublich dankbar und ich habe mich immer, wenn ich irgendeine Frage gestellt habe, immer irgendwie so gefühlt, als würde ich zu wenig geben, als wäre das eine Belastung irgendwie, obwohl es ja eigentlich nie so war. Dementsprechend dennoch mal großes Danke an diese Menschen, die da so viel Herzblut reingesteckt haben. Doch warum wird dann jetzt die Mantis Guild geschlossen? Punkt 1 bezieht sich dabei auf die Komplexität. Uns wurde gesagt, dass das Projekt nicht geschlossen wurde, weil sie sich nicht interessieren oder weil sie sich nicht für uns interessieren. Das ist eigentlich sogar das Gegenteil gewesen für Ubisoft. Diese Version von der Mantis Guild war ein Erfolg, ja, für die Produktion, das heißt also für die Entwicklerstudios, für die Partner, und die haben es alle gefeiert. Das ist zumindest die Aussage. Dennoch, was auch gesagt wurde, ist, dass ein Rainbow-Projekt, ein AC-Projekt und ein Ghost Recon-Programm sehr komplex ist. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze getrennt steuert. Um einfach mal ganz kurz Benny zu zitieren, wir haben gleichzeitig gesehen, dass wir uns mit den vielen verschiedenen Programmen teilweise doppelte Arbeit gemacht haben, weil viele Aktionen sich gut miteinander kombinieren lassen. Zum Beispiel die Gamescom, denn dort hat Ubisoft noch was für uns geplant, denn die Mantis Guild, die Delta Company und die R6 Champions werden dort gemeinsam sein. Und in der Vergangenheit hat man das immer getrennt gemacht. Das heißt, für jede Gruppe musste man ein separates Event machen, obwohl im Grunde die Aktivitäten ja fast ähnlich waren in manchen Bereichen. Um es mal ein bisschen spitz zu sagen, anstatt 30 Programme zu kreieren, wo jeder alles nochmal separat machen muss, kann man das Ganze doch bündeln. Und der zweite Punkt ist aus unserem Feedback entstanden, welches wir Ubisoft gegeben haben als Mentoren. Und hier wurde ein Punkt erwähnt, dass es verbesserungswürdig sei, wenn man zum Beispiel eine klarere Trennung zwischen globalen und lokalen Möglichkeiten hätte. Das klingt jetzt sehr wischiwaschi. Ich kann euch erklären, was das im Grunde bedeutet, meine Interpretation zumindest. Denn in der Mantis Guild haben wir verschiedene Regionen. Für den deutschsprachigen Raum, für den italienischen Raum, Frankreich, Südamerika. Also für jede Region in der Welt gab es immer eine verantwortliche Stelle, ein verantwortliches Büro. Und dieses Büro hat zeitliche Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten und so weiter. Und global gibt es natürlich auch ein Büro, was auch eine Idee hat, auch gewisse Möglichkeiten hat, Events umzusetzen zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, in Paris, soweit ich weiß. Ich erkläre euch das Ganze mit einem Beispiel ein bisschen einfacher. Die Mentoren haben zu den DLCs, zum Release von den DLCs, immer einen Early Access Key bekommen. Donnerstags kamen die DLCs raus und freitags haben wir die Keys bekommen. Die wurden Freitagvormittag aus Montreal nach Paris geschickt, da war es dann halt nachmittags, und aus Paris dann in die jeweiligen Büros. Dummerweise war dann im deutschen Büro am späten Nachmittag am Freitag niemand mehr da, der verantwortlich gewesen ist für die Verteilung der Keys. Das heißt also, die deutschen Mentoren hatten am Freitagabend bzw. späten Nachmittag nicht die Möglichkeit, das DLC zu spielen.
Wohingegen in anderen Regionen, zum Beispiel Italien, soweit ich jetzt weiß, die Mentoren die Möglichkeit hatten, das schon anzuzocken. Das heißt, da gab es ein Ungleichgewicht innerhalb der Mentors Guild. Und das will ja die Mentors Guild eigentlich nicht. Sie möchte jeden gleich behandeln, egal wie viele Aufrufe, wie viel Reichweite die Person hat. Die deutschen Mentoren hatten dann am Montag Zugriff auf das DLC. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hey Pascal, ist doch voll geil, du hattest immer noch vorab Zugriff. Und das stimmt auch. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Allerdings ist es halt mega frustrierend, wenn du Freitagabend im Mentors Guild Discord schon siehst, dass viele Mentoren reinschreiben, ja, ich fange jetzt schon an zu zocken oder Ladescreen-Bilder reinposten und du hast halt keinen Zugriff darauf. Das ist halt mega nervig. Außerdem wollte ich selber als Video-Creator Videos produzieren. Ich wollte einfach die Zeit nutzen, hatte mir das Wochenende extra freigenommen und dann hast du ein freies Wochenende, was nice ist, aber musst halt warten, bis du die Keys bekommst und konntest dann erst Montag anfangen und musstest dann, sage ich mal, da erst anfangen, nach der Arbeit dich in das Spiel einzuleben, einzuarbeiten und Videos zu machen. Und das war halt einfach für mich viel zu stressig, viel zu hektisch, weil ich mir auch hohe Erwartungen gesetzt habe und dann dadurch halt mega frustrierend. Und dabei schließe ich mal den Faden mit dem Beginn dieses Beispiels. Eine klare Trennung wäre dann hier gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, das globale Team ist bei dem Projekt Early Access verantwortlich dafür, die Keys an alle Mentoren direkt per Mail einfach zu verteilen. Und das lokale Team hat damit gar nichts am Hut. Das ist sicherlich nur ein Beispiel, aber zeigt natürlich, dass auch die Struktur sehr, sehr schwierig gewesen sein muss von der Mentors Guild. Es gibt noch viele weitere und eins ist natürlich eine reine Spekulation von meiner Seite, aber ihr wisst ja, Ubisoft, und das wäre Punkt 3, Ubisoft ist ja gerade dabei, sein Unternehmen neu zu strukturieren, zu optimieren. Ne? Sie haben eine schlechte Aktie und müssen sich jetzt so ein bisschen beweisen. Sie standen kurz vor dem Abverkauf und müssen jetzt in jedem Bereich gucken, ey, okay, wo können sie Ressourcen optimieren? Das heißt also, wo kann man Stellen einsparen, beziehungsweise wo kann man auch die Stellen, die man hat, die Mitarbeiter, besser einsetzen. Ja, das heißt ja nicht immer, dass man gleich gekündigt wird, aber wo kann man die Mitarbeiter besser einsetzen oder Projekte besser einsetzen oder komprimieren, dass sie einfacher funktionieren und weniger Zeit kosten, weil das ist natürlich auch klar, Ubisoft muss jetzt, glaube ich, ein paar Bänger raushauen und wirtschaftlich sich nochmal optimieren, damit es konkurrenzfähig bleibt. Und das machen sie auch. Sie kreieren ein gebündeltes, neues Community-Programm. Starplayer 2.0 wurde es uns genannt. Und was es damit auf sich hat, das besprechen wir jetzt gleich. Aber vorab erstmal, wie findet ihr die Begründung von Ubisoft, dass die Mentors Guild geschlossen wird? Haltet ihr sie für plausibel? Ich muss persönlich sagen, ich finde es in Ordnung. Ich verstehe es natürlich. Ubisoft ist ein großes Unternehmen. Ich bin sehr dankbar, dass es diese Mentors Guild gab. Aber verstehe natürlich auch, dass dahinter eine Menge Arbeit steckt. Und bin auch jemand, der jeden Prozess immer neu beobachtet, um zu gucken, hey, was funktioniert wirklich am besten, dass alle glücklich sind in irgendeiner Art und Weise. Also ich verstehe es auf jeden Fall. Aber lasst mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare da. Da würde ich mich freuen. Denn jetzt gucken wir uns mal an, was dieses Starplayer 2.0 bedeutet. Den Begriff Starplayer habt ihr wahrscheinlich schon gehört, denn das ist ja ein Programm, was noch aktiv ist von Ubisoft. Ich weiß, dort sind auch Personen, die sind sehr passioniert, was Ubisoft-Games angeht, aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt oder was für Benefits man dort hat. Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, dass das neue Programm eine Verbindung aus beiden Sachen sein soll. Eine Verbindung aus dem Starplayer-Programm und den Ideen der Mentors Guild. Quasi Starplayer 2.0 dementsprechend. Das heißt also, es ist wesentlich kompakter bzw. gebündelter. Man hat jetzt nicht 3 verschiedene Gruppen und man muss zu jeder Gruppe ein eigenes riesiges Event kreieren und sich dabei eventuell sogar doppelte Arbeit machen, wie im Anfang des Videos angesprochen, sondern man kann es für die gesamte Gruppe gebündelt kreieren und ist dadurch wesentlich effizienter. Ob das am Ende wirklich gut ist, das ist eine andere Frage. Oder ob es zu generisch dann wird, das weiß ich nicht. Ich habe sonst wenige Informationen zu diesem Starplayer 2.0 Programm. Ich weiß aber, dass das die Zukunft sein wird. Wann es kommen wird, weiß ich nicht. Ich vermute mal, zu der Celebration wird es was geben zum Starplayer 2.0 Programm. Doch was passiert jetzt mit den aktuellen Mentoren aus der Mentors Guild? Das sind sehr viele passionierte Gamer, Creator, Cosplayer, Community Builder. Was passiert mit denen? Da lese ich euch ganz kurz mal einfach das zweite Statement zu der Schließung der Assassin's Creed Mentors Guild vor. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir neue Starplayer rekrutieren, die die Chance erhalten, an diesem optimierten Programm teilzunehmen.
Diese Rekrutierung wird auf 9 Kriterien beruhen, die sich von denen der Mentors Guild unterscheiden. Und ihr werdet bei diesem Prozess vorrangig berücksichtigt werden. Allerdings werden wir zu diesem Zeitpunkt nur eine kleine Gruppe der aktuellen Mentoren rekrutieren und in den kommenden Jahren weitere Plätze schaffen. Das ist also kein endgültiger Abschied. Möglicherweise bist du bei dem nächsten Rekrutierungsprozess dabei. Das heißt also, wir werden wenige ehemalige Mentoren im Starplayer 2.0 Programm sehen, was schon ziemlich krass ist. Und da kann ich es ja, glaube ich, jetzt announcen. Ich bin einer der Glücklichen, die ausgewählt wurden. Ich habe gestern die Mail bekommen und ich werde ein Starplayer 2.0 sein. Also ein quasi hoffentlich nahtloser Übergang. Ich freue mich riesig auf jeden Fall dabei zu sein. Ich habe noch keine Ahnung, was da abgeht, was für Vorteile alles. Ich habe wenig Informationen tatsächlich. Ich habe nur die Anmeldungen gemacht und hoffe mal, dass ich bald eine Antwort bekomme. Und wenn es soweit ist, mache ich dazu ein eigenes Video natürlich, was das Ganze bedeutet. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann lasst jetzt gerne mal in den Kommentaren einen Kommentar mit einem Stern-Emoji da. Da würde ich mich mega freuen. Lasst uns die Kommentare damit zuhauen. Auf jeden Fall für mich eine sehr positive Nachricht. Aber was passiert mit all den anderen Mentoren, die eben nicht dabei sein können? Da hat Ubisoft auch eine Antwort geliefert und die ist in Englisch. Deswegen, um es zu vereinfachen, lese ich sie euch kurz mal in Englisch vor. Regarding this, there will be a few changes. Whether you're a star player or not, you can always be contacted by your local UB office for any local events or activities they can organize. This will be up to them and will not be managed by the advocacy team. Bedeutet also, dass alle Mentoren, die jetzt nicht im Starplayer-Programm mit dabei sind, nicht komplett raus sind. Weil ich meine, es sind immer noch wirklich passionierte Menschen, die eine Leidenschaft haben und denen man definitiv die Chance geben sollte, Teil davon zu sein, einen Teil davon beitragen zu können. Und bedeutet also, dass es nicht heißt, dass man nie wieder was von Ubisoft hört. Die lokalen Community Manager haben immer noch die Möglichkeit, und das wurde uns auch gesagt, haben mehr Flexibilität zu entscheiden, okay, ob sie trotzdem noch einen Cosplayer mit reinnehmen oder einen Video Creator, der nicht mit dabei ist, ob sie ihn anfragen, hey, hast du Bock auf das Event oder willst du mal in den Trailer reinschauen oder ähnliches. Das ist davon nicht ausgeschlossen und das finde ich sehr, sehr gut. Am Ende ist es natürlich sehr schade, dass nicht alle Mentoren mit ins neue Programm übernommen werden, aber ich kann das Ganze natürlich nicht entscheiden. Freue mich aber umso mehr, dass ich auf jeden Fall mit dabei sein kann. Ich denke aber dennoch, dass das Community-Team von Ubisoft Deutschland sehr viel Energie reinstecken wird und sich Mühe gibt, dass irgendwie doch die meisten ehemalige Mentoren mit eingebunden werden können. Jetzt nicht in das Starplayer-Programm, aber zumindest in die Aktivitäten von Assassin's Creed und Ubisoft Deutschland. Doch genug jetzt davon, ich habe meine Meinung zu diesem Thema ja geäußert. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Reise in das Starplayer 2.0 Programm. Wenn ihr auch dabei sein wollt auf dieser Reise, dann lasst jetzt gerne einen Abo da, mit der Glocke natürlich, würde ich mich freuen. Und nicht nur ich freue mich, wenn ihr die Glocke beim Abonnieren aktiviert, sondern auch der liebe Ava. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.